In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du deine eigene LED-Matrix mit dem Editor erstellst. Bleib bis zum Ende dran, denn es wird sich lohnen. Viel Spaß! Zuerst musst du den Editor öffnen. Nachdem du diesen geöffnet hast, können wir weitermachen. Zuerst gibst du @echo_off ein. In der nächsten Zeile gibst du den Titel des Programms ein, also da kannst du hinschreiben, was du möchtest. Anschließend gibst du die Farbe der Matrix ein. Ich mache sie jetzt mal grün und ihr könnt die Farbe wählen, die ihr möchtet. Dann schreiben wir Mode 1000 hin. Mode 1000 heißt, dass sich der Vollbildschirmmodus öffnet, wenn wir das Programm öffnen. Anschließend gebt ihr GoToGreeting ein. Lasst eine Zeile frei und gebt wieder Greeting ein. Anschließend kommt CLS. CLS löscht alles, was davor geschrieben wurde. Jetzt könnt ihr euch noch eine Überschrift auswählen. Ich schreibe da jetzt mal The Easiest Way hin und davor müsst ihr noch ein Echo hinschreiben. Nach dem Echo schreiben wir Pause hin. Pause ist sozusagen eine Tastensperre. Ihr müsst zuerst eine Taste drücken, damit sich das Programm startet. Danach schreiben wir wieder CLS hin, weil das Ganze oben soll nicht erscheinen, wenn die Matrix beginnt. Jetzt schreiben wir GoToMatrix hin, lassen eine Zeile frei und schreiben Matrix hin. Nach dieser Zeile schreiben wir wieder Echo und ein Random umklammert von 2 Prozentzeichen. Dieses Random müsst ihr jetzt kopieren und ganz oft hintereinander einfügen, damit die Matrix viel größer wird. Zuletzt schreibt ihr einfach nur noch GoToMatrix hin und das war's auch schon. Jetzt kommt der wichtige Teil. Ihr müsst die Datei speichern und zwar als BAT-Datei. Das heißt, ihr gebt der Datei einen Namen und schreibt hinter den Namen .bat. Nachdem ihr diese Datei gespeichert habt, könnt ihr sie öffnen und ihr werdet eure Matrix sehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video.